Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ihr seht es ja, ich sitze draußen auf der Loggia. Wir haben kurz vor Weihnachten, heute ist der 22. Dezember 2023. Die Temperaturen, ihr könnt es ja vielleicht am Thermometer sehen, liegen so um die 7 bis 8 Grad. Leichter Wind, deswegen nehme ich jetzt auch keine Streichhölzer, sondern Feuerzeug. Und ich möchte euch bei der Gelegenheit nämlich einen Tabak vorstellen. Es ist ein Tabak, den ich schon seit sehr vielen Jahren rauche. Leider hat sich halt vor ein paar Jahren der Name geändert. Deswegen, wer diesen Tabak jetzt gezielt suchen sollte auf YouTube, da wird man ein Video nie finden. Deswegen denke ich mal, nach all den Jahren ist es Zeit, mal wieder ein Revival zu machen, den Tabak mit neuem Namen in Erinnerung zu bringen. Und zwar geht es konkret um diesen Tabak hier. Ja, es ist ein wahrer Klassiker. Hier ist nochmal der Pouch. Es ist der SVH von DTM Dahan Tobacco. Ein wunderbarer Tabak. SVH Pipe Tobacco, a blend of selected bright Virginia grades, majored in bond, embobbed and ready to smoke. Ja, das ist eine tolle Beschreibung eines Tabaks, den es schon seit vielen Jahren unter einem ganz anderen Namen gibt, nämlich als Sweet Vanilla Honeydew. Ja, wie ihr seht, den Tabak, ich habe den immer wieder in meiner Bar, deswegen habe ich hier eine Acryldose vorbereitet, schon vor vielen Jahren. Der Humitrol ist trocken, der ist also momentan nicht feucht, der ist nur Macht der Gewohnheit immer drin. Der Tabak ist eingebracht, doch in gewohnter Weise, bevor wir auf den Tabak selbst eingehen, hier erstmal ein kurzer Blick auf das Tabaksbild und wie das Ganze daherkommt. So, jetzt seht ihr mich ja wieder. Jetzt habt ihr auch das Tabaksbild gesehen. Kommen wir zurück zur Tabakdose. Hier ist sie nochmal. Ich werde auch das Emblem nicht ändern, weil Sweet Vanilla Honeydew, so hieß das gute Stück früher, SVH, liegt ja nah. Hier ist der Tabak nochmal. Es ist halt ein Ready Rubbed Virginia. Und wenn man die Dose aufmacht, kommt einem gleich ein unwahrscheinlich guter Duft in die Nase. Da haben wir natürlich zum einen im Vordergrund das Virginia Eigenaroma. Man riecht hier dran und wird geruchlich sofort an eine Art dunkles Brot erinnert. Vollkornbrot, Pumpernickel, so in der Kante. Einhergehend mit einer deutlichen Honig- und einer leichten Vanillenote. Und ja, sehr viel mehr gibt es hierzu nicht zu sagen. Die meisten von euch werden ihn kennen. Und die Newbies unter euch, das ist definitiv ein richtig gutes Kraut. Doch, bevor ich zum eigentlichen Review gehe, in gewohnter Weise ein kurzer Blick auf die Pfeife, die ich mit dem Tabak bereits gestopft habe. Und dann gehen wir auch schon zum Review dann über. Also, kurzen Moment Geduld noch. Bis gleich. Bitte nicht wundern, der Tabak klimmt bereits, die Pfeife ist schon gestopft und angezündet. Aber ich hatte gerade so ein paar Probleme auf einmal. Zum einen, es ist doch ziemlich windig. Der Wind hat mir hier oben direkt schon mal die erste Asche runtergeblasen. Das war nicht witzig. Ihr habt jedoch nicht allzu viel verpasst, weil die Pfeife ist gerade frisch gestopft. Ihr seht es ja auch.
Ich habe den Tabak in der mir altbekannten Weise eingebracht. Die Pfeife rauche ich ja gerade noch ein, das heißt, ich habe den Tabak eingebracht, aber nicht zu fest. Es ist auch ein ziemlicher Klopfer, auch wenn der Tabak nicht zu fest eingebracht ist. Bei der Pfeifengröße hier werde ich jetzt eine ganze Zeit lang damit beschäftigt sein. Der SVH basiert ja nun mal auf Virginia-Tabaken, aromatisiert mit Honig und Vanille. Und entsprechend behutsam sollte er natürlich dann geraucht werden. Ja, wie soll es natürlich anders sein? Beim Entzünden des Tabaks hat man erstmal so ein leicht bitteres Aroma. Das kommt ja von den Virginias, wenn sie zu heiß geraucht werden. Doch dieses ist sofort nach ein paar Sekunden verflogen. Zurück kommt ein Virginia-Aroma, das ganz leicht dezent süßlich ist. Ich hatte ja gesagt, vom Geruch her, es erinnert an dunkles Brot, an Pumpernickel, an Schwarzbrot, Graubrot, Vollkornbrot. Und das Ganze halt eben elegant unterstrichen mit den Aromen von Honig und Vanille. Und genau das ist es auch, was man hier im Rauch hat. Interessant ist, wenn ich an mein altes Video zurückdenke, den Link zu dem Video übrigens, das ich meine, den packe ich euch jetzt hier oben oder hier oben rein. Ihr werdet es ja dann sehen. Aber ich habe ja vor vielen, vielen Jahren ein Video gemacht zum Sweet Vanilla Honeydew. Und diesen Tabak habe ich wirklich vor bestimmt 25 Jahren das erste Mal geraucht. Und da hat mich das Aroma immer so ein bisschen an Bienenwachs erinnert. Jetzt weniger an Honig, sondern mehr an Bienenwachs. Ich war damals echt felsenfest davon überzeugt, Geruch und Geschmack erinnert an Bienenwachs. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, woher will der Kerl wissen, wie Bienenwachs riecht und schmeckt. Riechen ist klar, das werden Mädel ja kennen. Geschmack? Ich hatte 12 Jahre lang eine Zahnspange getragen. Meine Zungenspitze als Kind lag damals nicht oben am Gaumen, sondern unten hinter den vorderen unteren Schneidezähnen und haben dort gegen die Zähne gedrückt. Die Zunge hat also immer die Zähne nach vorn gedrückt. Es gibt dann so ein typisches Pferdegebiss. Und damit eben das nicht passiert, hat man mir Spikes reingesetzt hier unten. Das heißt, ich habe Ringe drauf bekommen, innen drin mit richtig schönen spitzen Dornen. Und dadurch ist die Zunge nach oben gezwungen worden. Die habe ich jahrelang getragen. Die Spikes wurden immer wieder neu justiert, damit eben halt die Zunge oben bleibt, weil man wächst ja auch. Und gerade in der Anfangsphase, wenn die neu justiert waren, man hat sich immer die Zunge aufgestochen und angekratzt. Und zum Schutze hat man in den ersten Tagen halt Wachsstreifen drauf gemacht. Und das war halt reines Bienenwachs. Daher kenne ich den Geschmack. Tja, heute ist es ein bisschen anders. Also heute schmecke ich auch was anderes. Weil, das habe ich auch damals im Video gesagt, klar, man schmeckt die Virginias raus. Logisch, es ist ein Virginia-Tabak. Aber der bringt tatsächlich so eine leichte Süße mit von Honig und Vanille. Da ist also wirklich nichts mehr mit Bienenwachsaroma, wirklich nicht. Beim retronasalen Rauchen, sprich halt beim Ausblasen durch die Nase, spürt man halt auch das Honigaroma, man spürt ein bisschen die Vanille, man spürt aber auch noch die richtigen Virginia-Aromen. Und das bei einem Aromaten, das ist echt super. Es ist einfach ein schöner Tabak. Es ist halt ein Ready Rubbed. Bei Ready Rubbed muss man halt ein paar Dinge beachten. Das gilt also jetzt vor allem für die Einsteiger in das Pfeifrauchen. Alte Hasen brauche ich da nicht belehren, die kennen das Spielchen. Ein Ready Rubbed ist ja nichts anderes als ein aufgeriebener Flake. Die Stückchen, ihr habt es ja auch beim Tabaksbild gesehen, die sind ja ein bisschen gröber. Das ist halt eben kein feiner Schnitt, sondern es ist halt wirklich Ready Rubbed, das sind größere Stückchen. Und die haben halt Vor- und Nachteile. Der Vorteil bei diesem Ready Rubbed ist halt vor allem, da steckt mehr Aroma drin. Flake-Tabake generell sind etwas aromatischer als ganz normaler Feinschnitt oder reguläre Mixtures. Ist einfach so, das Aroma wird besser gehalten. Der Ready Rubbed Tabak ist ja ein aufgeriebener Flake. Ist ein bisschen schwieriger in die Pfeife einzubringen als meinetwegen ein Loose Cut. Der hier genau das Gegenteil ist, der ist ja richtig fein geschnitten. Aber der Ready Rubbed hat halt eben den großen Vorteil, er klimmt langsamer herunter. Man hat also etwas mehr vom Rauchgenuss,
Das heißt, an 50 Gramm Tabak, so einem Pouch, raucht man wesentlich länger als an einer 50 Gramm Feinschnittmischung. Ist halt so. Was ich jetzt in meinem ersten Take drin hatte, was ich euch jetzt nicht zeigen konnte, nämlich das Anzünden des Tabaks. Man sollte beim Stopfen einer Ready Rub Mixture immer darauf achten, dass man nach oben hin zum Kopfrand guten Platz lässt. Also ich empfehle immer so mal mindestens 3-4 mm bei einer Ready Rub Mixture, weil wenn ihr den Tabak anzündet, bäumt sich der Tabak auf. Die Mixtures, die Ready Rub Mixtures, die brauchen Platz. Der Tabak geht auseinander, wenn er in der Glut in Berührung kommt. Und dann habt ihr am Ende hier so einen Hügel drauf, das wollt ihr nicht. Deswegen ein bisschen weiter nach unten stopfen, ein bisschen Platz lassen. Wenn ihr dann anzündet, geht er hoch. Und dann geht ihr einfach nur mit dem Stopfer daher und drückt die Asche ganz vorsichtig mit dem Eigengewicht des Stopfers runter, bis die Oberfläche geglättet ist. Nehmt ein Feuerzeug, zündet gleichmäßig die Oberfläche an und raucht den Tabak langsam und genüsslich runter. Gerade bei Virginia-Tabaken ist es ungeheuer wichtig, sie langsam zu rauchen. Virginias sind die perfekten Tabake, zum Beispiel jetzt auch der SVH zum Einrauchen neuer Pfeifen. Ein Grund, weshalb ich jetzt hier die Pfeife mit dem SVH einrauche. Vor allem die Pfeife hier, die nennt sich ja nicht umsonst MA Chappy Pot, Michael Apitz Individual Selection oder Selected Individuals 101. Das ist eine MA-Pfeife und ich habe mir halt vorgenommen, aus diesem Pfeifenkopf hier, aus dieser Pfeife, nur MA-Tabake zu rauchen. Die wird also speziell abgestellt. Deswegen rauche ich den jetzt mit dem SVH ein und werde dann im Laufe der Zeit auch die anderen MA-Tabake immer wieder mal draus rauchen. Und ihr wisst ja, Michael Apitz hat tolle Tabake auf den Markt gebracht und dafür eine große Auswahl. Sweet Vanilla Honeydew, SVH. Diesen Tabak, wie gesagt, den gibt es seit Jahrzehnten. Und er hat seit Jahrzehnten eine sehr große Anhängerschaft. Selbst Puristen rauchen ihn ja. Weil man schmeckt das Virginia-Aroma noch, man schmeckt noch richtigen Tabak. Viele Aromaten, vor allem von manchen Herstellern, die zum Glück auch heute nicht mehr so unter ihrem eigenen Namen da sind, viele Aromaten sind einfach totgesoßt. Man stopft die Pfeife, man schmeckt die Aromatisierung. Nach der Hälfte der Pfeife, wenn man Glück hat, nach 2/3 der Pfeife, ist die Aromatisierung weg. Man schmeckt aber keinen Tabak mehr. Dann hat man eigentlich nur noch Rauch. Rauch, der auch nicht mehr sonderlich aromatisch ist. Und beim SVH ist es halt so, man schmeckt den Virginia-Tabak raus. Unterstützt durch die Aromatisierung von Honig und Vanille hat man hier einen richtig guten Rauchgenuss. Ich weiß nicht, wer von euch den Choo Choo Train kennt. Das ist hier ein Jubiläumstabak. Auch eine super Mischung. Das ist ein Flake-Tabak, auch mit Vanille und mit Honig. Der ist aber geschmacklich um einiges dann intensiver. Das ist halt auch ein Flake. Und wenn ihr den mögt und wollt es vielleicht nicht ganz so süß haben, dann empfehle ich euch mal den SVH, weil beim Choo Choo Train, da steht die Aromatisierung im Vordergrund und hat eigentlich so das Eigenaroma des Tabaks zur Unterstützung. Hier haben wir einen Virginia-Tabak, der eben Unterstützung erfährt durch die Aromatisierung mit Honig und Vanille. Vor allem mit Honig. Die Vanille schmeckt man hier ganz dezent raus, aber wirklich nur ganz dezent. Man muss schon wissen, dass Vanille mit drin ist, um eben dieses Aroma zu haben. Wo man die Vanille aber feststellen kann, ist halt eben beim retronasalen Rauchen. Wenn man den Rauch dann vom Mund durch die Nase ausbläst, dann hat man Vanillearoma in der Nase. Man hat Honigaroma in der Nase und man hat dieses typische Virginia-Aroma. Und das zusammen ist einfach nur ein Wahnsinnsgenuss. Ich werde jetzt die Pfeife in aller Ruhe weiter rauchen. Aus Erfahrung weiß ich ja, die Aromatisierung hier vom SVH, die hält so ungefähr 3/4 der Pfeife durch. Dann so ungefähr nach 3/4 der Pfeife, dann ändert sich das Aroma. Also es kippt nicht, sondern es verändert sich. Die Aromatisierung verschwindet irgendwann. Jetzt bei der Pfeife hier, bei dem großen Kopf hier hoch, wird es entsprechend halt etwas längerer Weg sein, bis das letzte Viertel durchgeraucht ist. Aromatisierung ist weg.
Der restliche Tabak unten im letzten Viertel hat dann wirklich alles Mögliche an Kondensat auch aufgenommen. Erfahrungsgemäß schmeckt das dann nicht mehr so gut. Ich weiß aber, ich habe dann immer noch ein bisschen Virginia-Aroma und ich rauche den Tabak auch durch. Weil ich gehöre zu denen, die den Tabak wirklich komplett aufrauchen. Einfach vor dem Hintergrund, dass ich am Ende nur noch Asche im Kopf haben möchte. Diese wird dann verrührt, saugt die Feuchtigkeit auf, die Pfeife wird danach ausgeklopft, ausgeschüttelt, also nicht klopfen im Sinne von klopfen, sondern wirklich nur vorsichtig dann ausschütteln, sauber machen und dann eben mal mindestens 24, meistens wenn es bei mir 48 Stunden ruhen lassen. Das war es auch schon von mir soweit für heute. Das Review zum DTM Tobacco SVH für Sweet Vanilla Honeydew. Ihr kennt ja das Spiel. Hier unten gibt es die Kommentarfunktion. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Zum einen natürlich, wie gefällt euch mein Video? Das interessiert mich natürlich immer. Aber natürlich auch, wie gefällt euch der Tabak? SVH, Sweet Vanilla Honeydew DTM Dan Tobacco. Was haltet ihr vom SVH? Wer von euch raucht den SVH selbst? Was ist eure Meinung dazu? Oder habt ihr vielleicht einfach mal Fragen zu dem Tabak? Ihr wisst ja, die Kommentarfunktion, dafür ist sie ja da. Lasst uns in gewohnter Weise ein wenig austauschen. Weil das macht Spaß. Dann kann man sich gegenseitig Fragen stellen, die Fragen beantworten. Man kann Dinge hinterfragen. Man kann sich austauschen, die eigenen Erfahrungen nochmal dazu bringen. Es ist einfach interessant, es macht einen Heiden Spaß und es dient ja eben halt auch primär dem Austausch. Daher, in gewohnter Weise, danke ich euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, mit euren Tabaken. Bleibt gesund, bleibt meinem Kanal gewogen, denn wir werden uns hier auf meinem Kanal auf jeden Fall wiedersehen, in gewohnter Weise mit dem einen oder anderen Review. Happy Puffing, macht's gut und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.